Wiesmann Car-Motion-Fahrzeuge lassen sich auf erstaunlich einfache Weise auch mit einer beliebigen Modellbahn-Digitalzentrale steuern. Obwohl dies völlig neue Spielmöglichkeiten bietet, ist es, nach meiner Wahrnehmung, relativ wenig bekannt. Bevor ich jedoch auf die potenziellen Einsatzgebiete eingehe, die diese Signalübertragung bietet, möchte ich zeigen, wie die Wiesmann Car-Motion-Fahrzeuge mit Hilfe von Infrarotleuchtdioden und seiner Digitalzentrale steuern kann. Um ein Straßenfahrzeug von Wiesmann fast in der gleichen Weise wie eine digitalisierte Lokomotive auf einer Modellbahn ansprechen zu können, bedarf es lediglich dreier einfacher elektrischer Bauteile, die ganz simpel mit dem Digitalausgang der Zentrale verbunden werden. Dies sind zunächst einmal Infrarotleuchtdioden. Ich verwende solche mit einem Kopfdurchmesser von 3 mm, einer Emissionswellenlänge von 940 Nanometer und einem Abstrahlwinkel von 30 Grad. Eine Gleichrichterdiode dient dazu, die LED nur in Vorwärtsrichtung zu bestromen und den Strom in Rückwärtsrichtung quasi abzuschneiden. Hier muss man also darauf achten, dass die LED und die Gleichrichterdiode in korrekter Weise, das heißt in derselben Flussrichtung, angeschlossen werden. Bei der LED ist es die Anode, die Seite mit dem längeren Beinchen, die an den Pluspol oder in unserem Fall an das braune Massekabel der Digitalzentrale angeschlossen werden muss. Die Seite mit den kürzeren Beinchen ist die Kathode und gehört eigentlich an den Minuspol. Bei uns hingegen an das rote Kabel der Digitalzentrale. Bei der Gleichrichterdiode wird die Kathode mit einem grauen Strich markiert. Diese muss ebenfalls zum roten Kabel hin zeigen. Vertauscht man die beiden Kabel, so kann eigentlich nichts kaputt gehen. Aber die Fahrzeuge erkennen bei falscher Verkabelung die Signale nicht. Denn das Digitalsignal ist so etwas wie eine modulierte Rechteckspannung und ist nicht symmetrisch. Falls es also einmal nicht funktionieren sollte, kann man zur Fehlersuche gefahrlos auch einmal die beiden Kabel tauschen. Allerdings sollte man, um die LED zu schützen, darauf achten, dass die beiden Dioden korrekt in derselben Richtung angeschlossen sind. Also kurzes Beinchen und grauer Balken zur selben, bei Marklin roten Kabelfarbe hin. Um auf der sicheren Seite zu sein, habe ich Gleichrichterdioden gekauft, die eine Spannung von bis zu 50 Volt und Stromstärken bis 1 Ampere aushalten, also definitiv vollkommen ausreichend sind. Ein Vorwiderstand begrenzt den Strom, der durch die Leuchtdiode fließt. Ich habe mich für Vorwiderstände mit einem Wert von 1 Kiloohm entschieden. Bei einer angenommenen Spannung von 20 Volt, die die Digitalzentrale maximal in etwa liefern sollte, wird der Strom damit auf rund 20 mA limitiert. Diese Stromstärke sollten die IR-LED gut aushalten können und damit hoffentlich auch nicht vorzeitig kaputt gehen. Für meine Anlage habe ich mir jeweils 20 Stück dieser 3 elektrischen Komponenten vom Elektronikversand meiner Wahl bestellt und dafür 2,60 € bezahlt, also 13 Cent pro Sendeeinheit. Die genaue Bezeichnung der von mir verwendeten Bauteile habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Aber es gehen natürlich auch ähnliche Bauteile von anderen Herstellern genauso gut. Wem eine höhere Sendeleistung und eine Signalübertragung über eine längere Strecke hinweg wichtig ist, kann auch einen kleineren Vorwiderstand wählen. Es könnte aber zu einer schnelleren Degradation, das heißt Alterung der IR-Leuchtdioden kommen. Zudem gibt es auch kleinere und unauffälligere Infrarotleuchtdioden. Aber ich habe mich bewusst für eine hoffentlich sehr robuste und langlebige Kombination entschieden. Bei mir ist der Digitalstrom für die Sendeeinheiten über einen M84-Decoder abschaltbar ausgeführt. So leuchten die Infrarotleuchtdioden nicht und sind keine unnötigen Verbraucher für meinen Booster, falls ich einmal die Wiesmänner nicht fahren lassen möchte. Als Digitalzentrale für meine Modellbahn verwende ich die CS3 Plus von Marklin. Ich wüsste aber nicht, warum es mit einer nahezu beliebigen anderen Digitalzentrale nicht ebenfalls funktionieren sollte. Die einzige Einschränkung ist, dass die Zentrale das DCC-Format können muss. Marklins Control Unit von 2001 scheidet damit also leider aus.
Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr und die von mir gewählte muss bei weitem nicht die optimale Kombination sein. Bei mir funktioniert es aber in dieser Form absolut reibungslos. Um die Wiesmann Car-Motion Fahrzeuge per Digitalbefehl ansprechen zu können, habe ich sie, wie meine anderen Triebfahrzeuge auch, in meine Digitalzentrale CS3 mit aufgenommen. Jedem Fahrzeug habe ich eine individuelle Adresse zugewiesen und auch die vorhandenen Funktionen als Symbole hinterlegt. Die Programmierung des Fahrzeugdecoders geschieht über die entsprechende Web-Applikation von Wiesmann und indem man das Fahrzeug per Kabel an einen USB-Port seines PCs anschließt. Wie das genau geschieht, habe ich schon einmal in einem früheren Video gezeigt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr es als Abspannkarte am Ende dieses Clips. Nach diesen Vorarbeiten, die sich eventuell erst einmal kompliziert anhören, aber eigentlich total simpel sind, können wir nun unsere Fahrzeuge mit der Digitalzentrale steuern. Per Lichtsignal können wir einem ausgewählten Fahrzeug nun befehlen, das Abblendlicht oder Fernlicht einzuschalten, die Warnblinkanlage einzuschalten oder auch links oder rechts zu blinken. Und natürlich kann man auch Fahrbefehle geben, wie langsam loszufahren und wieder zu bremsen. Was leider bis dato, Stand Oktober 2024, in dieser Form leider noch nicht geht, ist das Rückwärtsfahren. Aber alle anderen Befehle kann man, genauso wie mit der Fernbedienung von Wiesmann, auch mit der Digitalzentrale und einer Infrarot-LED übermitteln. Doch über welche Entfernung hinweg kann man die Signale übertragen und ist dies auf einer üblichen Modellbahnanlage praktikabel möglich? Dafür habe ich hier einmal ausprobiert, an welcher Stelle das Fahrzeug die Befehle noch sicher erkennt und wie weit es von der LED entfernt sein darf. Die Form dieser Keule ist natürlich auch stark vom Abstrahlwinkel der verwendeten LED abhängig. Wie erwähnt, beträgt diese bei mir 30 Grad. Die Spannung, die das Digitalsystem abgibt und vor allem auch der Wert des gewählten Vorwiderstands hat darüber hinaus einen Einfluss auf die Entfernung, über die das Signal hinweg übermittelt wird. Die genaue Form dieser Keule gilt also nur für meine Konfiguration. Zudem ist hier die optimale Situation abgetestet worden, wenn das Fahrzeug quasi direkt in die LED schaut und nicht seitlich vorbeifährt oder schief angestrahlt wird. Aber ich denke, man bekommt trotzdem einen guten Eindruck, in welchem Bereich man Fahrzeuge erreichen kann und wo auf seiner Anlage die Stellen liegen müssten, an denen man die LEDs positionieren kann. Auf meiner Anlage möchte ich an allen den Stellen, an denen ich die Geschwindigkeit ändern, die Fahrzeuge anhalten oder wieder anfahren lassen möchte, eine IA-LED anbringen. Mein Ziel ist, die Leuchtdioden dann durch Vegetation, andere fest installierte Fahrzeuge oder auch beliebige andere Ausgestaltungselemente vor dem Betrachter bestmöglich zu tarnen, sodass sie nicht zu sehr ins Auge fallen. Inwiefern das möglich ist, ohne die Signalübertragung über die Maßen zu beeinträchtigen, wird erst die Erfahrung in einigen Monaten zeigen. Doch mit dieser Form der Signalübertragung bieten sich nun mit dem Wiesmann Car-Motion System meiner Ansicht nach ungemein spannende Möglichkeiten. Zwar sind immer nur dort Befehlsübermittlungen möglich, wo IR-Dioden installiert wurden, aber an diesen Stellen kann man alle vorher gezeigten Befehle übermitteln. Das heißt, man könnte beispielsweise seine Fahrzeuge wie die Lokomotiven auf seiner Modellbahn mit dem Regler fahren. Oder aber auch sie automatisch steuern und in immer neue und unvorhersehbare Automatikabläufe entbinden. Keine Fahrzeuge mehr, die immer mit derselben Geschwindigkeit dieselbe Strecke abfahren und schon nach wenigen Minuten für den Zuschauer langweilig werden. Sondern die Fahrzeuge fahren unterschiedliche Wege, können beim Abbiegen auch blinken und das Bremslicht leuchtet auf, wenn sie anhalten. Wird es dunkel, schalten sie das Abblendlicht oder falls gewünscht auch das Fernlicht ein und so weiter und so weiter. Damit ergeben sich in meinen Augen ungeahnte Möglichkeiten und ungemein flexible, abwechslungsreiche und spannende Einsatzmöglichkeiten für das Wiesmann Car-Motion System auf einer Modellbahnanlage.
Umso mehr, als dass die Steuerung mit den Infrarotleuchtdioden zum Beispiel auch mit fest installierten Magneten in der Fahrbahn kombiniert und ergänzt werden kann, die in den Fahrzeugen zuvor festgelegte Aktionen auslösen können. So habe ich vor beiden Wendeschleifen jeweils 3 Magnete neben der Fahrbahn angebracht, auf die die Fahrzeuge jedoch leicht unterschiedlich reagieren. Teilweise blinken sie, teilweise auch nicht. Zusätzlich fahren sie auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch die enge Kurve. Wie ich das genau gemacht habe, seht ihr bei Interesse, wie bereits gesagt, in dem gleich hier rechts unten verlinkten Video über meinen ersten Wiesmann Carmotion LKW, den Mercedes-Benz Rundhauber. Falls euch dieses Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Vielen Dank auch für euren Besuch beim Hobbykeller. Alle meine Videos zu den Systemen, mit denen ich auch abseits der Gleise auf meiner Modellbahn für reichlich Bewegung sorge, wie Magnorail, Carson RC oder eben auch Wiesmann eMotion und Carmotion, habe ich übrigens in der hier links aufpoppenden Playliste hinterlegt. Und wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.